Die Wildschönau ist von Wäldern umgeben. Daher spielt das Thema Holz hier eine große Rolle. Auf Schritt und Tritt begegnet einem auch im Tal Holz. Vor den Häusern gestapelt zum Heizen und als äußerst dekoratives Baumaterial. In der Wildschönau sollten Sie das Holz nicht nur vor der Hütte suchen, sondern unbedingt das erste Tiroler Holzmuseum in Aufach besuchen. Das habe ich dann auch getan und es hat sich wirklich gelohnt. Das verwinkelte Privatmuseum mit den zahlreichen Räumen präsentiert interessante, außergewöhnliche und lustige Exponate. Natürlich alle aus Holz. Doch wer hat eigentlich diese vielen Dinge zusammengetragen? Ich traf den Inhaber des Museums, Hubert Seicher. Ich habe mir gerade das zauberhafte Holzmuseum angeschaut und nun möchte ich doch zu gerne mal wissen, wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Ja, die Idee ist daraus entstanden, zu meinem 25-jährigen Jubiläum meiner Holzschnitzerei wollte ich eine Besonderheit schaffen. Und ich habe immer schon von meinen ersten Schnitzereien angefangen, alles behalten und so hatte ich eine Idee, das einfach zu ordnen und mit einer Ausstellung das Jubiläum zu feiern. Wenn ich mir das Museum so anschaue, scheint Holz ja wirklich Ihre Leidenschaft zu sein. Ja, natürlich, Holz ist meine Leidenschaft. Es geht mir auch hauptsächlich darum, dass die alten Werte nicht verloren gehen und dass Holz wieder diesen Stellenwert bekommt, den es früher schon immer gehabt hat. Ich möchte Ihnen die Drechslermeisterin Frau Gschwendner vorstellen und sie wird uns jetzt zeigen, wie eine Schale entsteht. Also man sucht sich ein schönes Stück Holz, hobeln und dann reiße ich mir mit dem Zirkel die Scheibe auf. So. Drehen zuerst die Außenseite von einer Schale. Na, das sieht doch gar nicht so schwierig aus. Ist es aber doch, wie ich dann im Selbstversuch feststellte. Ja, danke schön. Aber Spaß hat es schon gemacht. Oh ja. Richtig viel Erfahrung benötigt man dann für solche Kunstwerke. Ganz aus Holz besteht auch das Bergbauernmuseum. Jeden Donnerstag ist hier Handwerksmarkt. Da wollte ich mich mal umschauen. Ein besonderer Schwerpunkt sind übrigens historische Handwerke. Und dazu zählt auch das Drechseln. Und deshalb hier die altertümliche und wesentlich anstrengendere Variante. So, ich bin ja gerade mal beim Drechseln, einem ganz alten Handwerk und ich möchte mal fragen, wie alt ist die Maschine eigentlich? 200 Jahre ist die. Hat da früher auch nur einer dran gearbeitet oder waren das mehrere? Da waren 3 Männer dabei. 2 haben getreten und einer hat gearbeitet. Aha. Und die haben sie immer abgelöst. Okay. So ist es. Na, zu dritt ist das ja okay. Man kann in Holz auch wunderschöne Muster und Schriftzeichen brennen. Und das zeigt uns hier ein anderer Handwerker. Wenn Sie so viel mit Holz arbeiten, haben Sie doch eine Lieblingsholzart? Ahorn. Ahorn ist mir das Liebste, weil sie das am Dunkeln brennt. Ich habe jetzt zwar da Linde,
Aber Ahorn ist mir lieber. Und Linde ist auch zum Drechseln wieder besser wie Ahorn. Ein Holzerlebnis der besonderen Art erwartet den Besucher im Hochseilgarten. Hier kann man gut gesichert Plattformen erklimmen und zwischen Baumkronen spazieren gehen. Ich habe dann mein Dirndl mal gegen etwas Praktisches ausgetauscht und bin tatsächlich auf einen Baum geklettert. Hoch ging ja noch. Tja, über den Absprung denkt man eben vorher nicht nach. Und hier endet auch mein Erlebnistag zum Thema Holz in der Wildschönau.